Hallo zusammen und willkommen zu meinem Kanal Mizuki's Home. Ich bin Mizuki. Weihnachten steht wieder mal vor der Tür. Jeder von uns ist auch dieses Jahr wieder mal mehr oder mal weniger damit beschäftigt, sich auf Weihnachten vorzubereiten, Geschenke zu kaufen oder die Vorweihnachtszeit zu genießen. Da ich aus Japan komme, konnte ich mittlerweile die verschiedenen Weihnachtszeiten in Deutschland und in Japan erleben. Heute möchte ich euch deshalb 5 verschiedene Unterschiede erklären, die es zwischen Deutschland und Japan im Hinblick auf Weihnachten gibt. Dann, los geht's! Nummer 1. Kein gesetzlicher Feiertag in Japan. Anders als in Deutschland ist Weihnachten in Japan kein gesetzlicher Feiertag. Während in Deutschland der 25. und 26. Dezember Feiertage sind und auch Heiligabend die meisten Leute nicht mehr arbeiten, sind die Weihnachtstage in Japan ganz normale Wochentage. Die Menschen in Japan arbeiten an diesen Tagen ganz normal und haben keinen Urlaub. Das liegt daran, dass Japan kein christliches Land ist. In Japan leben ca. 126 Millionen Menschen, aber nur rund 1% der Japaner sind Christen. Das Christentum ist in Japan deshalb sehr wenig verbreitet. Die meisten Japaner haben offiziell keine eigene Religion. Wenn man sich die Geschichte von Japan anschaut, wird Japan aber sehr stark vom Buddhismus und Shintoismus geprägt. Dies kann man heutzutage auch noch daran erkennen, dass es in Japan sehr viele Schreine und Tempel gibt. Es gibt aber nur wenige Kirchen und Christen. Weihnachten hat in Japan deshalb eine andere Tradition und Geschichte als in Deutschland. Nummer 2. Weihnachten ist in Japan kein Familienfest. Zwar ist Weihnachten kein offizieller Feiertag in Japan. Trotzdem feiern auch manche Japaner Weihnachten als ein Event. Dies tun sie aber anders als Deutsche. In Deutschland ist es normal, dass man an Heiligabend zusammen mit der engsten Familie isst und gegenseitig Geschenke austauscht. Am 25. oder 26. Dezember treffen Deutsche sich dann mit anderen Teilen ihrer Familie oder mit Freunden oder ruhen einfach nur zu Hause aus. In Japan ist das anders. Heiligabend ist in Japan ganz normaler Tag, man merkt deswegen keinen Unterschied zu anderen Wochentagen. Am 25. Dezember feiern aber auch manche Japaner ein bisschen Weihnachten. Meistens ist es so, dass Eltern am 25. Dezember ihren kleinen Kindern etwas schenken, damit sie sich freuen. Bei mir gab es am 25. Dezember morgen auf meinen Kissen Weihnachtsgeschenke. Man trifft sich aber nicht mit der Familie oder Verwandte, um zusammen etwas zu essen oder so. Als ich noch klein war, habe ich mit meinen Eltern Weihnachten zusammen gefeiert und zusammen gegessen. Aber nachdem ich erwachsene oder groß geworden bin, habe ich das gar nicht gemacht. Ich wollte eher mit meinen Freunden oder anderen Freundinnen zusammen etwas machen. Junge Japaner nutzen Weihnachten hingegen, um mit ihrem Freund oder Freundin etwas zusammen zu machen. Weihnachten ist in Japan deshalb vielleicht ein bisschen romantischer als in Deutschland, weil Weihnachten bei jungen Menschen in Japan dafür genutzt wird, einen Abend mit dem eigenen Freund oder der Freundin zu verbringen. In Deutschland ist Weihnachten hingegen eher ein Familienfest. Nachdem man in Japan groß oder erwachsen wird, feiert man dann in Japan Silvester mit seiner Familie und Weihnachten mit seinem Freund oder seiner Freundin. Nummer 3. Weihnachtsessen. Auch das Weihnachtsessen in Deutschland und Japan ist anders. Zwar feiern Japaner kein Weihnachten. Es hat sich in Japan aber trotzdem irgendwie eine Tradition entwickelt, was man an Weihnachten isst. Während man in Deutschland meistens Kartoffelsalat mit Bockwurst, Raclette oder andere Speise zu Weihnachten isst, hat es sich in Japan entwickelt, dass viele Japaner an Weihnachten
Hähnchenfleisch von Kentucky Fried Chicken essen. Es hat sich eine Kultur entwickelt, dass Japaner an Weihnachten bei Kentucky Fried Chicken Essen sogar vorbestellen. Warum genau sich das so entwickelt hat, weiß ich aber nicht. Allerdings ist das nicht bei allen Familien in Japan. Wir haben zum Beispiel manchmal statt Kentucky Fried Chicken Teriyaki Chicken in einem Supermarkt gekauft, weil Hähnchen bei Kentucky Fried Chicken ausverkauft waren oder wir keine Lust hatten, auf eine lange Schlange zu warten. Nummer 4. Weihnachtsbaum. Weil Japaner auch typischerweise kein Weihnachten feiern, haben japanische Familien meistens keinen eigenen echten Weihnachtsbaum zu Hause. Zwar gibt es in japanischen Städten im Dezember sehr viele schöne Weihnachtsdekorationen und Weihnachtslichter. Einen eigenen echten Weihnachtsbaum, also einen echten Tannenbaum, kaufen Japaner in der Regel aber eigentlich nicht so oft. Manchmal kommt es vor, dass Japaner einen kleinen Kunstweihnachtsbaum kaufen, wenn sie noch kleine Kinder haben, weil das für sie Spaß macht. Es gibt in Japan deshalb keine vergleichbare Kultur mit Weihnachtsbäumen wie in Deutschland. In Deutschland gibt es ja in jeder Stadt viele Märkte, wo man echte Weihnachtsbäume kaufen kann. Auch werden die großen Weihnachtsbäume dann im Januar von der Feuerwehr oder Stadtreinigung abgeholt. Japaner kaufen hingegen keine echten Weihnachtsbäume. Nummer 5. Weihnachtsmärkte. Ein weiterer Unterschied zwischen Deutschland und Japan ist Weihnachtsmärkte. In Deutschland gibt es sogar in fast jeder kleinen Stadt einen eigenen Weihnachtsmarkt. In Japan hingegen gibt es im Winter meistens nur in großen Städten Weihnachtsmärkte. Interessant ist, dass es in Japan auf den Weihnachtsmärkten deutsches Essen oder deutsches Bier gibt. Man sieht dann öfter auch deutsche Fahnen und deutsche Wörter. Japaner assoziieren Weihnachtsmärkten deshalb mit Europa und auch mit Deutschland. Auf den Weihnachtsmärkten in Japan gibt es auch Glühwein, Bier, Bratwurst oder andere Speisen. Diese sind aber teurer als in Deutschland. Ich habe mal in Osaka auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet. Dort hat ein Glühwein damals 900 Yen, also ca. 7 Euro gekostet. Ich denke, die Preise sind dort teurer, weil die Waren aus dem Ausland importiert werden müssen. Das waren 5 Unterschiede zwischen Weihnachten in Deutschland und in Japan. Kanntet ihr diese Unterschiede schon? Wart ihr schon mal zur Weihnachtszeit in Japan oder möchtet ihr mal Weihnachten in Japan verbringen? Ich möchte persönlich Weihnachten in Deutschland und Silvester in Japan feiern. Wenn ihr weitere Unterschiede kennt oder Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet Spaß haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann ciao! Schöne Weihnachtszeit!